Ja, aber mein berufliches Leben nicht komplett war. Sorry, mir hat auch was bedrückt, dass wir nicht zusammen sind. Angelo Kelly erzielte bereits mit 13 Jahren einen bemerkenswerten Erfolg, als er den Song I Can't Help Myself schrieb, der in 10 Ländern die Charts anführte. Als jüngstes von 12 Geschwistern der Kelly Family trug er zu dem beeindruckenden Erfolg der Gruppe bei, die in ganz Europa über 20 Millionen Alben verkaufte. Doch hinter dem spektakulären Erfolg und dem Ruhm verbirgt sich eine andere Geschichte. Jetzt, im Alter von 45 Jahren, hat sich seine Frau Kira Harms, die er 2005 geheiratet hat, endlich entschlossen, die unsagbare Wahrheit über ihren gemeinsamen Weg zu erzählen. Ihre Geschichte enthüllt, wie das Paar, zusammen mit seinen 5 Kindern, mit Herausforderungen konfrontiert wurde, die letztlich ihr Leben abseits des Rampenlichts neu gestalten sollten. Schauen wir uns an, wie das Schicksal sie zusammengeführt hat. Die frühen Jahre, die Angelo Kelly geprägt haben. Angelo Kellys Leben war vom ersten Atemzug an dazu bestimmt, sich um Musik zu drehen. Als 13. Kind von Daniel Jerome Kelly und 8. Kind von Barbara Ann kam Angelo in eine Welt, in der Melodien und Harmonien so wichtig waren wie die Luft. Der Haushalt der Kellys war anders als alle anderen. Musik war nicht nur ein Hobby, sie war das Lebenselixier der Familie und das wichtigste Mittel zum Überleben. Von frühester Kindheit an war Angelo in diese einzigartige Umgebung eingetaucht, in der Instrumente die Wände säumten und improvisierte Auftritte an der Tagesordnung waren. Bereits im Alter von 2,5 Jahren stand Angelo zusammen mit seinen Geschwistern auf der Bühne, als die Familie durch Frankreich tourte. Diese frühe Einführung in die Schauspielerei war in einer Familie, in der sogar Babys Teil der Show waren, ganz natürlich. Seine Mutter Barbara trat oft mit Neugeborenen im Arm auf. Die Reise der Kelly Family begann unkonventionell. Bevor sie kommerziellen Erfolg hatten, reisten sie als Straßenmusiker durch Europa, wobei die Kinder neben ihren Eltern als Straßenmusiker auftraten. Dieser nomadische Lebensstil bedeutete, dass Angelo selten eine traditionelle Kindheit erlebte. Anstelle von Spielplätzen und Freunden in der Nachbarschaft bestand seine Welt aus Straßenecken, Stadtplätzen und schließlich aus Konzerten in mehreren Ländern. 1988 begann sich die Beharrlichkeit der Familie auszuzahlen. Sie traten täglich 2-mal in ihrem eigenen Zelt in Deutschland auf und Angelo begann, bei seiner Schwester Kathi Gitarre zu lernen, während sein Bruder Johnny ihm seine ersten Muster für die Snare Drums beibrachte. Trotz ihres wachsenden Erfolges behielt die Familie ihre enge Beziehung bei und lebte bis 1989 zusammen auf einem Hausboot in Amsterdam. In diesem Umfeld gedieh Angelos angeborenes musikalisches Talent. Im Alter von 8 Jahren komponierte er sein erstes Lied, Stranger, in dem er sich selbst als Cowboy vorstellte. Der Sheriff wird. Diese frühe Komposition offenbarte nicht nur seine musikalischen Fähigkeiten, sondern auch seine lebhafte Vorstellungskraft, Qualitäten, die ihm in seiner späteren Karriere zugutekommen sollten. Seine musikalische Ausbildung wurde fortgesetzt, als sich das Glück der Familie verbesserte. 1992 erhielt Angelo sein erstes Schlagzeug als Weihnachtsgeschenk, nachdem er sich jahrelang ein solches gewünscht hatte. Seine Hingabe zum Schlagzeug wurde deutlich, denn er begann sofort zu üben und trat kurz darauf mit dem Schlagzeug auf der Bühne auf. Während dieser prägenden Jahre nahm Angelo verschiedene musikalische Einflüsse auf. Unter der Anleitung des indonesischen Perkussionisten Nipi Noya und später als Meisterschüler des panamaischen Jazzschlagzeugers Billy Cobham entwickelte er ein ausgefeiltes Rhythmusverständnis. Sein Musikgeschmack ging über die familiären Veranstaltungen hinaus und umfasste Jazzschlagzeuger wie Gene Krupa und Max Roach, ebenso wie zeitgenössische Einflüsse von Grunge-Bands wie Pearl Jam und Nirvana. Unter dem musikalischen Zauber von Angelos Kindheit lag eine tiefe Tragödie. Bei einer Schwangerschaftsuntersuchung stellten die Ärzte fest,
dass Barbara Ann an fortgeschrittenem Brustkrebs erkrankt war. Vor eine unmögliche Wahl gestellt, traf sie eine Entscheidung, die Angelos Leben für immer prägen sollte. Sie verweigerte eine Chemotherapie, um ihr ungeborenes Kind zu schützen. Als sie mit mir schwanger war, stellte man fest, dass sie... Sie schlugen vor, dass sie mich abtreiben sollte, damit sie mit der Therapie beginnen konnte. Sie entschied sich dagegen und sie sagten zu ihr, in diesem Fall gehst du nach Hause und bereitest dich auf den Tod vor. Dieses Opfer bedeutete, dass Angelo seine Mutter nie wirklich kennenlernen würde. Am 10. November 1982, weniger als ein Jahr nach seiner Geburt, verstarb Barbara Ann. Ihre letzten Worte an ihre Kinder waren einfach: Singt weiter. Ein letzter Wunsch, der zum Leitsatz der Familie werden sollte. Die Beerdigung war für die Kelly-Kinder erschütternd. Ein Zeuge beschrieb, als der Sarg in die Erde gesenkt wurde, schrien und weinten die Kinder hysterisch: Es war schrecklich. Es war die schlimmste Erfahrung in meinem Leben. Barbara wurde auf einem Hügel neben einer Kirche beigesetzt. Ihr Grabstein war mit 14 handgemalten Herzen und der Inschrift Mutter von Pforte, alle mit ihrer Mutter, alle Kinder der Welt geschmückt. Nach Barbaras Tod musste Daniel Kelly, der zu dieser Zeit mit Alkoholismus zu kämpfen hatte, die große Familie in bescheidenen Verhältnissen allein aufziehen. Dennoch setzte er sich für den letzten Wunsch seiner Frau ein und förderte weiterhin die musikalischen Talente seiner Kinder. Dieser frühe Verlust beeinflusste Angelos Sicht auf das Leben und die Liebe zutiefst. Jahre später nahm die Familie den eindringlichen Song Mama als Hommage an Barbara auf und sorgte dafür, dass ihr Andenken durch das Geschenk, das sie mit der Welt teilen wollte, weiterlebte: ihre Musik. Angelos außergewöhnliche musikalische Reise begann also mit einem bemerkenswerten Privileg. Er wurde in eine Familie von Künstlern hineingeboren und einem tiefen Verlust. Diese beiden Einflüsse prägten nicht nur seinen künstlerischen Ausdruck, sondern auch seine Werte in Bezug auf Familie und Aufopferung. Kiras erste Eindrücke und ihre frühe Beziehung zu Angelo. Die Liebesgeschichte zwischen Kira Harms und Angelo Kelly begann vor dem Hintergrund eines der faszinierendsten musikalischen Phänomene in Europa. Ihre Beziehung sollte schließlich zu einem Eckpfeiler der Stabilität in Angelos turbulentem Leben werden und ihm etwas bieten, was seine frühen Jahre des Ruhms nie konnten: ein Gefühl von Normalität und echter Verbundenheit. Mitte der 1990er Jahre, als die Popularität der Kelly Family in ganz Europa in die Höhe schoss, fand sich der 16-jährige Angelo im Rampenlicht wieder. Nach der Veröffentlichung ihres bahnbrechenden Albums Over the Hump im Jahr 1994 erlangte die Familienband einen beispiellosen Ruhm, insbesondere in Deutschland, wo sie zu einem Begriff wurde. Zu dieser Zeit begegnete Kira Harms, damals ein ganz normaler Teenager aus Köln, dem jungen Musiker zum ersten Mal. Obwohl Angelo in den Musikcharts und auf den Fernsehbildschirmen in ganz Europa immer bekannter wurde, verlief ihre erste Begegnung erstaunlich gewöhnlich. Nach Aussage derjenigen, die sie kannten, sah Kira in Angelo zunächst keine Berühmtheit, sondern einfach einen interessanten Jungen mit ungewöhnlich langen Haaren und einem unverwechselbaren Stil. Was ihre Verbindung von Anfang an besonders machte, war Kiras Fähigkeit, über den Ruhm hinauszusehen. In einer Zeit, in der Tausende von Teenager-Mädchen bei Konzerten Angelos Namen schrien, ging Kira mit bemerkenswerter Gelassenheit an ihre Freundschaft heran. Berichten zufolge fühlte sie sich eher zu seiner echten Persönlichkeit als zu seinem prominenten Status hingezogen. Ihre frühen Interaktionen fanden vor dem Hintergrund der erfolgreichsten Zeit der Kelly Family statt. Die Band verkaufte Millionen von Alben, doch Angelo war im Grunde noch immer ein Teenager. Der versuchte, sowohl mit dem Ruhm als auch mit den normalen Erfahrungen eines Heranwachsenden zurechtzukommen. Kira war etwas Seltenes in seinem Leben, jemand,
der nicht zur Unterhaltungsindustrie gehörte und der ihm einen Einblick in eine andere Art von Existenz bot. Als sich ihre Beziehung von einer Freundschaft zu einer Romanze entwickelte, sahen sich sowohl Angelo als auch Kira einzigartigen Herausforderungen gegenüber. Einerseits befand sich Angelo auf dem Höhepunkt seines Ruhms und Konzerte. Aufnahmen und Medienauftritte nahmen einen Großteil seiner Zeit in Anspruch. Auf der anderen Seite versuchte Kira, ein normales Teenagerleben zu führen, während sie mit jemandem zusammen war, dessen Gesicht auf den Titelseiten von Zeitschriften in ganz Europa zu sehen war. Freunde des Paares bemerkten oft Kiras bemerkenswerte Geduld während dieser frühen Jahre. Der anspruchsvolle Zeitplan eines Musikers auf Tournee bedeutete lange Trennungen und begrenzte Privatsphäre. Doch Kira zeigte mehr Verständnis als ihr Alter, denn sie erkannte, dass hinter dem Teenie-Idol ein junger Mann stand, der enorme berufliche Verpflichtungen hatte. Für Angelo hingegen stellte Kira etwas immer Wertvolleres dar: eine Verbindung zu Normalität und Authentizität. Im Gegensatz zu der manchmal künstlichen Welt der Unterhaltung bot ihm ihre Beziehung echte, emotionale Unterstützung und Verständnis. Was als Teenager-Romanze begann, entwickelte sich allmählich zu einer größeren Sache. Als Angelo vom Jugendlichen zum Erwachsenen heranreifte, blieb Kira ein ständiger Begleiter und half ihm, den komplizierten Übergang vom Kinderstar zum erwachsenen Schauspieler zu bewältigen. Ihre Beziehung vertiefte sich durch gemeinsame Erfahrungen und Herausforderungen und legte den Grundstein für eine dauerhafte Partnerschaft. Am aufschlussreichsten ist vielleicht, dass Angelo begann, seine musikalische Welt mit Kira zu teilen. Und zwar nicht als Fan, sondern als Vertrauensperson. Er diskutierte oft neue Songs mit ihr und schätzte ihre ehrliche Meinung mehr als das professionelle Feedback, das er von Brancheninsidern erhielt. Anfang der 2000er Jahre hatte sich aus der jugendlichen Verbindung eine reife Beziehung entwickelt. Kira war nicht nur Angelos Freundin, sondern auch sein Anker in einem Leben geworden, das seit seinen Auftritten auf den französischen Straßen in der Kindheit wenig Stabilität erfahren hatte. Ihre Beziehung hat die Herausforderungen des Aufwachsens in der Öffentlichkeit überstanden und ist aus dieser Erfahrung gestärkt hervorgegangen. Der gemeinsame Weg des Paares führte sie schließlich 2005 in die Ehe. Aber es waren diese prägenden Jahre ihrer Beziehung, die das Vertrauen und das Verständnis schufen, das ihnen helfen sollte, in Zukunft noch größere Herausforderungen zu meistern. Hinter dem Rampenlicht der Druck des Ruhmes. Hinter den umwerfenden Auftritten und dem Erfolg in den Charts kämpfte Angelo Kelly einen privaten Kampf gegen den erdrückenden Druck des Ruhmes. Sein Weg vom Kinderstar zum erwachsenen Superstar brachte Herausforderungen mit sich, die nur wenige nachvollziehen konnten, und führte zu einer Belastung, die ihn schließlich dazu zwang, schwierige Entscheidungen für seine Gesundheit und seine Familie zu treffen. Der kometenhafte Aufstieg der Kelly Family in den 1990er Jahren brachte Angelo in ein Rampenlicht, das nur selten erlosch. Der Druck war immens und Angelo Kelly musste schon als Kind lernen, mit dem Stress umzugehen, den das Dasein als Popstar mit sich brachte. Diese frühe Erfahrung mit den Anforderungen des Ruhms schuf Muster, die ihn bis ins Erwachsenenalter begleiteten, als er darum kämpfte, seine musikalische Karriere mit seinen persönlichen Bedürfnissen in Einklang zu bringen. Als Erwachsener fand sich Angelo in einem erschöpfenden Kreislauf gefangen. Nach der Wiedervereinigung der Kelly Family im Jahr 2017 führte ihr unerwarteter Erfolg zu zahlreichen zusätzlichen Tourdaten. Diese doppelte Verpflichtung führte zu einem untragbaren Zeitplan. Er pendelte ständig zwischen Konzertorten und seiner Familie in Irland hin und her und flog, wann immer es möglich war. Über Monate hinweg habe ich meine Familie nur sporadisch gesehen, gab Angelo zu. Seine Abwesenheit von zu Hause wurde immer beunruhigender, vor allem, weil seine Kinder ohne seine volle Anwesenheit aufwuchsen. Der körperliche Tribut war nicht zu leugnen.
Im Jahr 2020 gab Angelo zu, dass er fast 2 Jahre lang ein Burnout-Gefühl hatte. Seine Rolle beschränkte sich nicht nur auf die Auftritte, sondern er war auch musikalischer Leiter für die Tourneen der Kelly Family und übernahm zusätzlich zu seinem ohnehin schon hohen Arbeitspensum noch administrative und kreative Aufgaben. Sein ganzes Leben lang kämpfte Angelo mit konkurrierenden Identitäten. Er war gleichzeitig der jüngste Kelly-Bruder, der Ehemann von Kira, der Vater von 5 Kindern, ein Solokünstler und der Leiter seiner eigenen Familienband. Diese Rollen zogen ihn oft in entgegengesetzte Richtungen, was zu inneren Konflikten über seine wahren Prioritäten führte. Die Familie musste mit dem plötzlichen Ruhm, dem Medienrummel und dem damit einhergehenden Stress fertig werden. So eine Quelle. Für Angelo wurde dieser Druck durch seine zusätzlichen Verpflichtungen noch verstärkt. Selbst wenn ich zu Hause war, war ich mit meinen Gedanken ganz woanders, gab er zu, dass er mit seinen Kindern nicht viel zu tun hatte. Die Erwartungen, die von Fans, Familienmitgliedern und ihm selbst an ihn gestellt wurden, stellten eine psychische Belastung dar. Der sterbende Wunsch seines Vaters, dass die Kinder weiter singen, machte die Entscheidung, sich von der Musik zurückzuziehen. Noch komplexer, Dokument nicht zitiert. Außerdem warf das Auftreten mit seinen Kindern die Frage auf, ob er Muster aus seiner eigenen Kindheit wiederholte. Der Wendepunkt kam, als Angelo erkannte, dass dieser Lebensstil das zerstörte, was er am meisten schätzte, seine Familie. Auf Dauer muss meine Familie, private, das Wichtigste sein, sagte er entschieden. Sein Sohn Gabriel beschrieb die Tournee Jahre später als ein Leben voller Druck, Überforderung und Einsamkeit, in dem er seinen Freundeskreis verlor. Angelo kam schließlich zu einem schwierigen Schluss. Ich habe 3,5 Jahre lang bis zur Unmöglichkeit gearbeitet. Dieses Burnout-Gefühl trage ich jetzt seit 2 Jahren mit mir herum. Das macht einen irgendwann kaputt. Bevor er 2020 die Jubiläumstournee der Kelly Family für Over the Hump antrat, traf er eine wichtige Entscheidung. Dies wird meine letzte Tournee mit der Kelly Family sein. Seine Entscheidung zeigte, dass das ständige Rampenlicht in der Tat einen zu hohen persönlichen Preis hatte. Als er sich auf sein letztes Konzert mit seinen Geschwistern am 23. Februar 2020 in München vorbereitete, verglich er die emotionale Herausforderung mit der Vorbereitung auf einen Boxkampf, eine treffende Metapher für den Kampf, den er gegen die unerbittlichen Anforderungen des Ruhms geführt hatte. Die Wahrheit über Angelo Kellys Gesundheit und Burnout. Der körperliche Tribut der doppelten Musikkarriere holte Angelo Kelly schließlich in einer Weise ein, die nicht länger ignoriert werden konnte. Jahrelang hatte der Musiker seinen Körper und seinen Geist über die Grenzen des Zumutbaren hinaus belastet, indem er versuchte, die Erwartungen von allen Seiten zu erfüllen, während er sein eigenes Wohlbefinden vernachlässigte. Seine gesundheitliche Situation zwang ihn schließlich zu einer Abrechnung, die den Verlauf seiner Karriere veränderte. Im Jahr 2018 wurden die Warnzeichen für Angelos sich verschlechternde Gesundheit für die Menschen, die ihm am nächsten standen, immer deutlicher. Das ständige Reisen zwischen den Konzertorten ließ ihn ständig ermüden, doch er zog die Auftritte trotz offensichtlicher körperlicher Belastung durch. Der Zeitplan war unerbittlich. Nach Abschluss der Shows mit der Kelly Family ging er sofort zu den Vorbereitungen für die Auftritte seiner eigenen Familienband über. Schlafmangel wurde zu einem ständigen Begleiter, während Angelo versuchte, all seinen Verpflichtungen nachzukommen. Freunden zufolge wurden die dunklen Ringe unter seinen Augen immer ausgeprägter, und seine von Natur aus energiegeladene Bühnenpräsenz erforderte immer größere Anstrengungen, um aufrecht zu erhalten. Abseits der Bühne brach er oft vor Erschöpfung zusammen und nutzte jede freie Minute, um sich vor dem nächsten Auftritt auszuruhen. Die körperlichen Symptome zeigten sich bald in noch alarmierenderer Weise. Angelo litt Berichten zufolge unter wiederkehrenden Kopfschmerzen und Verdauungsproblemen, die die Ärzte direkt auf den Stress zurückführten.
Sein Immunsystem wurde durch die Belastung geschwächt, was zu häufigen Krankheiten führte, die Tourpläne gefährdeten und Medikamente erforderten, um die Auftritte durchzustehen. Noch beunruhigender waren jedoch die emotionalen Anzeichen. Angelo, der einst für seinen grenzenlosen Enthusiasmus und seine Freude auf der Bühne bekannt war, begann, Phasen der Losgelöstheit und emotionalen Taubheit zu erleben. Er beschrieb, dass er sich wie ein Darsteller fühlte, der nur noch Bewegungen ausführt, anstatt die Musik mit seiner charakteristischen Leidenschaft zu erleben. Auch seine Frau Kira bemerkte subtile Veränderungen in seiner Persönlichkeit. Der von Natur aus optimistische Musiker wurde anfällig für Reizbarkeit und Stimmungsschwankungen. Noch beunruhigender war, dass er vor Auftritten unter Angstzuständen litt, etwas, das für jemanden, der sich seit seiner Kindheit auf der Bühne wohlfühlte, völlig fremd war. In privaten Momenten gestand Angelo ein wachsendes Gefühl der Leere trotz des äußeren Erfolgs. Die Trennung von seinen Kindern bereitete ihm besonderen Kummer, da er auf der Tournee wichtige Momente ihrer Entwicklung verpasste. Diese Trennung schuf einen Kreislauf von Schuldgefühlen, der seine emotionalen Reserven weiter belastete. Die Entscheidung, die Kelly Family zu verlassen, kam nicht plötzlich, sondern resultierte aus der allmählichen Erkenntnis, dass sein derzeitiger Weg nicht mehr tragbar war. Der Wendepunkt kam während der Vorbereitungen für die 25 Jahre Jubiläumstournee der Band zur Feier von Over the Hump. Angelo erkannte, dass er sich nicht länger zwischen konkurrierenden Verpflichtungen aufteilen konnte, ohne ernsthafte Konsequenzen zu riskieren. Ich konnte nicht mehr, erklärte Angelo in einem offenen Interview. Mein Körper hat mir klar signalisiert, dass ich auf einen völligen Zusammenbruch zusteuere, wenn ich nichts ändere. Gesundheitsexperten hatten ihn vor möglichen Langzeitfolgen gewarnt, wenn er sein derzeitiges Tempo beibehielt. Die Diagnose war eindeutig, er litt an einem Burnout-Syndrom, das durch chronische Müdigkeit, verminderte Leistungsfähigkeit und emotionale Erschöpfung gekennzeichnet war. Die Ärzte rieten ihm dringend zu einer deutlichen Reduzierung seines Engagements, um ernstere gesundheitliche Komplikationen zu vermeiden. Während dieser Gesundheitskrise kristallisierten sich Angelos Prioritäten heraus. Nach reiflicher Überlegung erkannte er, dass seine größte Verantwortung nicht in dem Vermächtnis der Kelly Family oder gar den Fans galt, sondern seiner unmittelbaren Familie, Kira und ihren 5 Kindern. Die Erkenntnis brachte Klarheit inmitten der Erschöpfung. Die Fortsetzung seines derzeitigen Weges würde ihn das kosten, was er am meisten schätzte. Die endgültige Entscheidung fiel nach dem, was Angelo als das schwierigste Gespräch meines Erwachsenenlebens mit seinen Geschwistern bezeichnete. Obwohl sie ihre Enttäuschung zum Ausdruck brachten, verstanden sie schließlich, dass seine Gründe eher in echten gesundheitlichen Bedenken als in künstlerischen Differenzen begründet waren. Sein letzter Auftritt mit der Kelly Family fand im Februar 2020 in München statt. Ein emotionsgeladener Abschied von diesem Kapitel seiner musikalischen Reise. Rückblickend hat Angelo eingeräumt, dass der Ausstieg aus der Kelly Family nicht nur für seine körperliche Genesung, sondern auch für die Erhaltung seiner geistigen Gesundheit notwendig war. Die Entscheidung fiel ihm zwar schwer, aber sie ermöglichte es ihm, die Kontrolle über sein Wohlergehen zurückzugewinnen, nachdem er jahrelang Warnzeichen im Dienste der Musik und des Familienerbes ignoriert hatte. Kiras Rolle bei der Heilung von Angelo. Während Angelo Kellys dunkelster Zeit des Burnouts und der Erschöpfung blieb eine Person sein unerschütterlicher Anker, seine Frau Kira. Als der Musiker mit seinen größten beruflichen und persönlichen Herausforderungen konfrontiert war, wurde die Frau, die ihn seit seinen Teenagerjahren kannte, zu einem wichtigen Faktor auf seinem Weg zur Heilung und zu einer neuen Bestimmung. Als sich Angelos Gesundheit unter dem erdrückenden Druck der doppelten Musikkarriere zu verschlechtern begann, erkannte Kira die Warnzeichen vor allen anderen. Sie erlebte aus erster Hand, wie der unerbittliche Tourneeplan ihren Mann körperlich und seelisch auslaugte. Als Angelos einst grenzenlose Energie nachließ, wurde Kira sowohl seine Vertraute als auch seine Fürsprecherin.
In privaten Momenten schuf Kira Raum für Angelo, um Ängste auszudrücken, die er nicht mit Geschwistern oder Fans teilen konnte, Sorgen über eine schwindende Gesundheit, kreatives Burnout und die wachsende Distanz zu ihren Kindern. Ihr größtes Geschenk war ihre bedingungslose Akzeptanz, als Angelo schließlich zugab, dass er seinen straffen Zeitplan nicht mehr einhalten konnte. Ohne Kiras Perspektive hätte ich mich vielleicht bis zum völligen Zusammenbruch getrieben, räumte Angelo später ein. Sie sah, was ich nicht sehen konnte, dass ich alles, was mir wichtig war, für Verpflichtungen opferte, von denen ich das Gefühl hatte, dass ich ihnen nicht entkommen konnte. Kiras Unterstützung ging über emotionale Beruhigung hinaus. Sie unternahm praktische Schritte, um den Druck auf den Haushalt zu verringern, wenn Angelo erschöpft von einer Tournee nach Hause kam. Außerdem schirmte sie ihre Kinder vor dem vollen Ausmaß seiner Kämpfe ab und sorgte dafür, dass die Familie trotz seiner häufigen Abwesenheit stabil blieb. Am wichtigsten ist vielleicht, dass Kira Angelo nie unter Druck gesetzt hat, weiter aufzutreten, obwohl ein Rücktritt finanzielle Folgen hätte. Im Gegensatz zu denjenigen, die beruflich an seiner Karriere interessiert waren, stellte sie sein Wohlergehen über alle anderen Überlegungen. Diese bedingungslose Unterstützung gab Angelo die Sicherheit, schwierige Entscheidungen zu treffen, ohne Angst zu haben, seine engste Verbündete zu enttäuschen. Die Entscheidung, die Kelly Family zu verlassen, wurde nicht von Angelo allein getroffen, es war eine gemeinsame Verpflichtung beider Ehepartner, ihre Prioritäten neu zu setzen. Nachdem sie den körperlichen Verfall ihres Mannes miterlebt hatte, half Kira dabei, ehrliche Gespräche darüber zu führen, was für die Zukunft ihrer Familie wirklich wichtig ist. Gemeinsam kamen sie zu dem Schluss, dass der berufliche Erfolg die persönlichen Kosten nicht rechtfertigte. Das Paar schmiedete einen kühnen Plan, der ihre Beziehung und ihre Kinder über die Karriere stellen sollte. Dies bedeutete nicht nur Angelos Ausstieg aus der Band seiner Geschwister, sondern auch, dass sie ihre eigenen Familienauftritte einschränken mussten. Wir mussten uns fragen, was für ein Leben wir für unsere Kinder wollten, erklärte Kira in einem seltenen Interview. Ruhm und finanzieller Erfolg bedeuten nichts, wenn deine Familie leidet. Ihre gemeinsame Vision führte zu einer der bedeutendsten Veränderungen im Lebensstil, die ein etablierter Musiker vornehmen kann. Anstatt ihr konventionelles Haus zu behalten, entschied sich das Paar für ein Nomadendasein und reiste mit seinen 5 Kindern in einem maßgeschneiderten Van durch Europa. Diese radikale Veränderung stand für ihre gemeinsamen Werte Freiheit, Zusammengehörigkeit und Erfahrungen statt Besitz. Kiras Bereitschaft, sich auf Ungewissheit einzulassen, zeugt von bemerkenswertem Mut. Sie tauschte stabile Routinen gegen Abenteuer ein, da sie wusste, dass die Veränderung Angelos Genesung vom Burnout zugutekommen würde. Ihr Engagement ging über die Unterstützung seiner Genesung hinaus, indem sie sich aktiv an der Gestaltung eines neuen Lebensstils beteiligte, der zukünftige Gesundheitskrisen verhindern würde. Die Veränderung, die Angelo nach diesen Entscheidungen erfuhr, bestätigte die Weisheit ihrer Entscheidung. Allmählich kehrte seine Energie zurück, zusammen mit seiner Leidenschaft für die Musik, die er nun zu seinen eigenen Bedingungen auslebte. Mit Kiras ständiger Unterstützung fühlte sich Angelo durch die Abkehr vom Mainstream-Erfolg nicht beeinträchtigt, sondern befreit, um seiner authentischen Kreativität nachzugehen, ohne seine Gesundheit oder seine familiären Beziehungen zu gefährden. Bei jedem Schritt auf Angelos Heilungsreise blieb Kira seine treue Partnerin und bewies, dass hinter jedem genesenen Künstler jemand steht, der an seinen Wert jenseits seiner öffentlichen Leistungen glaubt. Die Entscheidung der Familie, anders zu leben. Nach seinem Ausstieg bei The Kelly Family traf Angelo Kelly eine lebensverändernde Entscheidung, die Fans in ganz Europa schockierte. Gemeinsam mit Kira und ihren 5 Kindern begab er sich auf eine bemerkenswerte Reise, die die Bedeutung des Familienlebens für sie neu definierte. In einem kühnen Schritt weg vom konventionellen Leben kaufte die Familie Kelly einen maßgeschneiderten Van und brach zu einem Abenteuer
durch Europas Landschaften auf. Dies war nicht nur ein Urlaub, sondern eine komplette Umstellung des Lebensstils. Sie tauschten statische Routinen gegen die Freiheit offener Straßen und wechselnder Landschaften. Ihr Zuhause auf Rädern wurde zu einem Symbol für ihre neuen Prioritäten. Das geräumige Fahrzeug verfügte über kompakte Schlafbereiche, eine funktionale Küche und clevere Stauraumlösungen, die es ihnen ermöglichten, nur das mitzunehmen, was sie wirklich brauchten. Dieser minimalistische Ansatz spiegelte ihren Wunsch wider, sich auf Erfahrungen und nicht auf Besitztümer zu konzentrieren. Das tägliche Leben nahm einen neuen Rhythmus an, als sie durch malerische Dörfer und historische Städte auf dem ganzen Kontinent reisten. Die Bildung der Kinder wurde durch eine Kombination aus Hausunterricht und praktischen Erfahrungen fortgesetzt, wobei historische Stätten und Naturwunder zu ihrem Klassenzimmer wurden. Für Angelo bot dieser nomadische Lebensstil etwas, was seine frühere Karriere nicht bieten konnte: ununterbrochene Zeit mit seiner Familie und Raum, um sich von jahrelangem Burnout zu erholen. Der ständige Tapetenwechsel bot ihm neue Inspiration für seine Musik, ohne den Druck kommerzieller Erwartungen oder anspruchsvoller Tourpläne. Ebenso wichtig wie ihre geografische Freiheit war ihr Bestreben, ihre Kinder, Gabriel, Helen, Emma, Joseph und William, abseits der Medien zu erziehen. In der Folge legten sie feste Grenzen für die Privatsphäre ihrer Kinder und den Umgang mit der Öffentlichkeit fest. Dies stand in krassem Gegensatz zu Angelos eigener Kindheit, in der das Theaterspielen sowohl eine Familienaktivität als auch eine finanzielle Notwendigkeit war. Vor allem konnten sie sich immer dann zurückziehen, wenn ihnen das Rampenlicht zu viel wurde, ein Luxus, den Angelo in seiner Jugend nie erfahren hat. Der Lebensstil im Van erleichterte diesen Schutz vor der Aufmerksamkeit der Medien. Dank ihrer Mobilität konnten sie Paparazzi aus dem Weg gehen und ihre Privatsphäre auf eine Weise wahren, die für eine stationäre Prominentenfamilie unmöglich ist. Viele Fans respektierten diese Entscheidung und schätzten es, dass Angelo das Wohlbefinden seiner Familie in den Vordergrund stellte, nachdem er miterlebt hatte, wie sehr der Ruhm seine Gesundheit beeinträchtigt hatte. Infolgedessen genossen die Kelly-Kinder eine Kindheit, die sowohl von Abenteuern als auch von Normalität geprägt war, ein außergewöhnliches Gleichgewicht, das ihr Vater, der in der ursprünglichen Kelly-Family aufwuchs, nicht kannte. Die missverstandenen Gerüchte: Ist Angelo Kelly verstorben? Entgegen den hartnäckigen Online-Gerüchten ist Angelo Kelly sehr wohl am Leben und wohlauf. Auf verschiedenen Social-Media-Plattformen kursieren jedoch weiterhin falsche Behauptungen über seinen Tod, die bei den Fans für Verwirrung sorgen und die beunruhigende Geschwindigkeit verdeutlichen, mit der sich Fehlinformationen im digitalen Zeitalter verbreiten. Die Gerüchte über den angeblichen Tod von Angelo Kelly entbehren jeglicher Grundlage. Offizielle Fact-Checking-Organisationen haben bestätigt, dass diese Behauptungen falsch sind, da Angelo Kelly weiterhin in seiner musikalischen Karriere und seinem Familienleben aktiv ist. Derzeit gibt es keine glaubwürdigen Beweise für die Behauptungen über sein Ableben. Seine offizielle Facebook-Seite ist nach wie vor aktiv. Erst am 8. Januar kündigte er ein neues Album an. Außerdem sind auf seiner offiziellen Website Tourdaten ab April angegeben, was eindeutig auf seine weitere Existenz hindeutet. Die Hartnäckigkeit dieser Gerüchte hat die Fans gezwungen, sich von zuverlässigen Quellen verifizieren zu lassen. Der deutsche Faktenchecker Mimikama untersuchte die Behauptungen und stellte fest: Angelo Kelly ist nicht tot. Es gibt keinen offiziellen Bericht darüber, weder in den Medien noch auf Angelo Kellys Kommunikationskanälen im Internet. Die Falschmeldungen über Angelo Kelly tauchten zunächst auf YouTube auf und verbreiteten sich anschließend auf verschiedenen Social-Media-Plattformen. Interessanterweise kursieren diese Gerüchte mindestens seit dem 27. Dezember 2022, wie aus Beiträgen in den sozialen Medien hervorgeht, in denen diese Behauptungen in Frage gestellt werden. Was die Mechanismen dieser Fehlinformation betrifft,
So haben mehrere Faktoren zu ihrer Verbreitung beigetragen. Erstens wurden sensationslüsterne Schlagzeilen und Vorschaubilder speziell dafür entworfen, Klicks anzulocken. Videos mit Titeln, die Angelos Tod suggerierten, tauchten auf allen Plattformen auf, doch der Inhalt erwähnte nur selten einen tatsächlichen Tod. Zweitens folgen diese Falschmeldungen einem erkennbaren Muster. In erster Linie sind sie Teil eines umfassenderen Phänomens, bei dem zahlreiche Berühmtheiten online fälschlicherweise als tot gemeldet werden. Dieselben Websites, die Gerüchte über den Tod von Angelo Kelly veröffentlichten, publizierten auch identische Behauptungen über Chuck Norris, Clint Eastwood, Peter Maffay und viele andere. Die Motivation hinter solchen Falschmeldungen scheint der finanzielle Gewinn durch Werbeeinnahmen zu sein. Wenn Nutzer auf diese schockierenden Schlagzeilen klicken, verdienen die Urheber an den Werbeeinblendungen, unabhängig von der Richtigkeit des Inhalts. Was Kira schließlich über Angelos dunkelsten Moment enthüllte. Nach Jahren, in denen er sich selbst bis zum Äußersten getrieben hat, ist nun endlich die ganze Wahrheit über Angelo Kellys dunkelste Phase ans Licht gekommen. Jüngste Interviews mit seiner Frau Kira enthüllten bisher unbekannte Details über die verletzlichsten Momente des Musikers und wie sie ihre Ehe für immer veränderten. Im Winter 2019 erlebte Angelo Kelly nach einer besonders zermürbenden Reihe von Auftritten das, was Kira heute als kompletten emotionalen Zusammenbruch beschreibt. Obwohl er in der Öffentlichkeit ein tapferes Gesicht machte, war der Musiker eines Abends nach seiner Rückkehr nach Hause nicht mehr in der Lage zu funktionieren. Ich fand ihn auf dem Badezimmerboden sitzend und unkontrolliert schluchzend vor, erinnerte sich Kira in einem seltenen persönlichen Interview. Dieser tiefgreifende Moment der Verletzlichkeit war der Höhepunkt eines jahrelangen Drucks, Schlafmangels und der emotionalen Trennung von seiner Familie. Was diesen Zusammenbruch besonders bedeutsam machte, war Angelos Eingeständnis, dass er das Gefühl hatte, sowohl als Künstler als auch als Vater versagt zu haben. Kira beschrieb, wie ihr Mann mit grundlegenden Fragen über seinen Wert und seine Bestimmung kämpfte. Wer bin ich, wenn ich nicht auftrete? Welchen Wert habe ich? Diese existenziellen Zweifel zeigten, wie sehr Angelos Selbstverständnis mit seiner musikalischen Karriere verwoben war. Ironischerweise wurde dieser Moment der tiefen Krise zu einem Wendepunkt in ihrer Beziehung. Vielleicht zum ersten Mal erlaubte Angelo sich, völlig verletzlich zu sein und gab die starke Fassade auf, die er auch bei früheren Gesprächen über seine Gesundheit aufrechterhalten hatte. Ihn so gebrochen zu sehen, war erschreckend, gab Kira zu, aber gleichzeitig schuf es eine neue Ebene der Intimität zwischen uns. Zuvor hatte Angelo seine Probleme abgeschottet und sie erst privat verarbeitet, bevor er seiner Frau Lösungen präsentierte. Jetzt stellten sie sich den Herausforderungen wirklich gemeinsam. Nach seinem Zusammenbruch legte das Paar neue Kommunikationsmuster fest. Kira bestand auf täglichen Gesprächen über Angelos emotionalen Zustand und schuf einen sicheren Raum, in dem er seine Zweifel und Ängste ohne Vorverurteilung äußern konnte. Vor allem lernten sie, Ehrlichkeit über Bequemlichkeit zu stellen. Diese neu gefundene emotionale Transparenz erstreckte sich auch auf ihre Kinder. Anstatt sie völlig von den Problemen ihres Vaters abzuschirmen, beschloss das Paar, ihnen altersgerechte Erklärungen über psychische Gesundheit und die Bedeutung des Erkennens der eigenen Grenzen zu geben. Was als Angelos dunkelster Moment begann, entwickelte sich schließlich zur Grundlage für eine stärkere Ehe, ihre Entscheidung, den konventionellen Erfolg zugunsten des Van-Lebens aufzugeben, diente nicht nur dazu, dem Ruhm zu entkommen, sondern stellte eine gegenseitige Verpflichtung zur Heilung und Authentizität dar, die ihre Beziehung auch heute noch prägt. Sagen Sie uns in den Kommentaren, halten Sie es für mutig oder riskant, wenn der Partner oder die Partnerin solch persönliche Wahrheiten preisgibt? Würden Sie wollen, dass der geliebte Mensch Ihre Privatsphäre schützt oder Ihre Geschichte erzählt, wenn sie anderen hilft?
Wenn Sie diese Geschichte berührt hat, klicken Sie auf Like, un Abonnement und schalten Sie die Benachrichtigungen ein, denn wir fangen gerade erst mit echten Geschichten an, die gehört werden müssen.